Hallo, schön, dass du dabei bist. In der heutigen Folge werde ich die Türverkleidungen an den vorderen und hinteren Türen abbauen. Ich werde es nicht unnötig in die Länge ziehen, deshalb starte ich jetzt und beginne mit der Fahrradtür. Hier werde ich die Kunststoffverkleidung von dem Außenspiegel abbauen. Die Kunststoffblende ist hier oben eingeklickt, deshalb wird sie hier leicht abgezogen und anschließend muss man das nach oben verschieben. Jetzt kann ich zu dem zweiten Schritt kommen. An dieser Stelle muss diese Kunststoffblende abgebaut werden. Sie ist auch nur eingeklickt, deshalb ganz vorsichtig entnehmen. Hier oben ist sie lose, jetzt noch unten weiter. Da gibt es auch zwei Befestigungspunkte. Jetzt ein kurzer Blick auf das ausgebaute Teil. Wenn man das umdreht, sieht man die Befestigungspunkte. Hier oben 2 Stück und hier unten auch noch 2 weitere. So sieht es aus. Hier geht es noch weiter. Hinter dem Schaumstoff befindet sich noch eine Befestigungsschraube, Schlüsselweite 10. Da ist sie. Die werde ich jetzt lösen. Jetzt muss ich in die Tiefe gehen. Da sieht man den weiteren Punkt, der bearbeitet werden muss, und zwar die Zugstange von dem Türöffner. Die muss gelöst werden. Das heißt, mit dem Schraubendreher einfach nach oben schieben. Ich bin jetzt in dem vorderen Bereich fertig. Jetzt werde ich die Arbeiten weiter nach hinten verlagern und werde jetzt in dem Bereich des Türschlosses die kleine Schraube lösen. Dafür wird ein Kreuzschraubendreher benötigt. Jetzt kann ich auch diese Blende entnehmen und dann ist es schon fast der letzte Schritt gewesen. Bevor ich im nächsten Schritt die Türverkleidung entnehme, werde ich die Chance jetzt nutzen und stelle eine Frage. Und zwar gleich in der Nachbarschaft habe ich ein kleines Problem mit dem Holz. Und zwar hier schwächelt der Kleber und dadurch ist das Holz in dem Bereich lose. Ich will aber keine Experimente an dieser Stelle machen, deshalb wenn du schon einmal das gleiche Problem hattest und mir eine Lösung vorschlagen kannst, dann würde ich mich freuen, wenn du mir das per Kommentar mitteilst. Ich bedanke mich jetzt schon im Voraus und werde im gleichen Atemzug die Türverkleidung entnehmen. Dafür wird sie unten leicht abgezogen. Und dann schiebt man sie nach oben. Und jetzt noch ein kurzer Blick hinter die Kulissen. So sieht die Folie aus, die sich hinter der Türverkleidung befindet. Da sieht man, dass sie schon stark beschädigt ist. Da fehlen Stücke. Sie ist auch teilweise zerrissen. Deshalb wird sie auf jeden Fall von mir durch eine neue ersetzt. Und jetzt, bevor ich mit der hinteren Türverkleidung beginne, werde ich noch ganz kurz zeigen, wie man in dem Zustand die Tür aufmachen kann. Hier einfach ziehen und dann wird die Tür entriegelt und dann kann man sie öffnen. Und für die, die keine elektrische Außenspiegelverstellung haben, habe ich diese Darstellung vorbereitet. Hier sieht man, wie der Hebel aufgebaut ist. Hier muss praktisch die kleine Sicherung nach hinten verschoben werden. Dann ist der Hebel frei und kann entnommen werden. Also eigentlich eine ganz einfache Sache. Entriegeln und dann entfernen. An der hinteren Tür macht die Folie jetzt schon auch keinen guten Eindruck. Da guckt ein Stückchen raus. Ich bin gespannt, wie sie aussieht, wenn ich die Türverkleidung abgebaut habe. Hier hinten muss ich 2 Sachen beachten. Hier haben wir den Schalter für die Fensterheber. Deshalb bei der Demontage der Blende muss man darauf achten, dass das Kabel nicht abgerissen wird und anschließend muss der Stecker abgezogen werden. Zweite Sache, die man hinten beim Abbau beachten muss, das ist der Lautsprecher. Entweder baut man den vorher aus oder er bleibt drin
und wird nach der Demontage der Türverkleidung stillgelegt, indem man die Kabeln abzieht. Ich werde mich für die zweite Variante entscheiden. Ich lasse ihn drin und werde die Kabel später abziehen. Ich werde am Türschloss beginnen, indem ich die Kreuzschlitzschraube löse. Jetzt kann die Blende entfernt werden. Weiter geht's vorne. Hier muss die Blende abgebaut werden. Hier, wie bereits gesagt, auf den Fensterheberschalter aufpassen. Jetzt kann ich zu der Schraube kommen, die sich hinter dem Schaumstoff befindet. Da sieht man sie, Schlüsselweite 10 mm und gleich daneben die Zugstange von dem Türöffner, die ich dann auch lösen werde. Jetzt ist alles soweit vorbereitet. Jetzt kann ich die Türverkleidung abnehmen. Die wird auch unten leicht abgezogen und dann nach oben geschoben. Dabei achten oder nicht vergessen, dass die Kabeln von dem Lautsprecher noch abgezogen werden müssen. Ja, und jetzt noch den Lautsprecher nicht vergessen. Ja, da sieht man schon die Folie. Also eine Katastrophe, da war schon wahrscheinlich jemand dran. Und wie bereits gesagt, jetzt werde ich den Lautsprecher befreien. Hier nur den Stecker abziehen. Ich muss jetzt unbedingt noch mal die Folie zeigen. Also das ist alles andere als schön. Also die ist nicht nur hier abgegangen, sondern die war schon zerrissen. Ja, die wird auf jeden Fall ausgetauscht, aber ja, ist alles andere als schön. Die andere Seite funktioniert genauso, deshalb werde ich das nicht filmen. Ich werde aber noch ganz kurz die Demontage der Fensterkurbeln zeigen. In dem Fall konnte ich das nicht vorführen, weil ich elektrische Fensterheber habe, vorne und hinten. Deshalb werde ich das jetzt anhand einer einfachen Darstellung beschreiben. Um die Kurbel zu lösen, müssen wir erstmal die Kunststoffblende nach links schieben, aber vorher muss sie entriegelt werden. Und zwar an dieser Stelle. Das kann man mit Hilfe einer Kunststoffspachtel realisieren. Ein Schraubendreher wäre nicht ganz so elegant an der Stelle. Ist also ganz einfach. Es sind nur 2 Schritte, wie bereits gesagt, entriegeln und schieben. Und dann kann sie entnommen werden. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann werde ich mich freuen, wenn ich von dir den Daumen hoch bekomme. Und wenn du noch mehr von meinen Videos sehen willst, dann abonniere meinen Kanal. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal.